Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Wir machen heute mal wieder ein 3-Karten-Reading. Das heißt, wir gucken uns an, wo ist hier die Grundsituation, was können wir tun und wo enden wir dann drin. Und das sieht ja schon mal ganz gut aus. Die Karten sagen hier, wir sind in der Übergangsphase. Unten haben wir noch den Hinweis auf die Verspieltheit, die Leichtigkeit im Leben, die uns allen so oft fehlt. Jetzt schauen wir mal, was hier uns geraten wird oder was die Karten sagen, dass wir hier zu unserem Erfolg kommen. Ja, auf der Karte des Übergangs haben wir ja auch den Steinkreis drauf, also eine spirituelle Stätte irgendwo. Wir dürfen uns daran erinnern, dass wir unvergänglich sind und dass alles, was im Leben so an Übergangsphasen kommt, zu anderen Lebensbereichen, Lebensqualitäten oder irgendwie auch Dingen, wo es eben nicht mehr so ist, wie es war, dass wir da einfach Freude empfinden, dass wir es erleben dürfen. Das ist jetzt eine große Aussage, denn manchmal geht man auch in eine Phase, die nicht so schön ist. Aber es geht hier eigentlich so um die Lebensstationen, dass wir uns die angucken. Da ist jetzt so ein gutes Beispiel drin. Ne? Du kannst ein großes Schiff bauen, du kannst es vor Anker legen, es kann da im Meer rumstehen sozusagen, aber dafür ist ein Schiff nicht gemacht, es möchte ins Meer und es möchte fahren. Hier geht es darum, dass wir uns vielleicht in diesen Übergängen nicht so sicher fühlen. Es ist so ein bisschen mystisch, wir wissen nicht genau, was kommt auf uns zu, wir können es noch nicht greifen. Die Karte sagt aber, wir sind in Sicherheit bei dem, was wir erleben. Und das ist so die Grundtendenz von dem Punkt, den wir ausgehen. Dann sind wir bei der Mitte und dürfen uns natürlich fragen, was gibt es zu tun? Was können wir machen in dieser Zeit, um dann hier an unseren Erfolg zu kommen? Und die Karte sagt, dass wir uns unseren Ängsten stellen sollen, unseren Befürchtungen, dass ein Neubeginn bevorsteht, dass wir mutig sein sollen. Es kann sein, dass es ein bisschen chaotisch um uns herum ist, weil das zu einer neuen Zeit einfach dazugehört. Und es geht auch darum, entschlossen zu sein und zu handeln, also einfach in Aktion zu treten. Wir haben den Frühling hier mit dabei, das Frühlingserwachen, die Zeit der Erneuerung. Ja, und die Karte sagt schon aus, dass man sich darauf einstellen soll, dass Veränderungen anstehen, die so allmählich herangereift sind und jetzt eben ans Tageslicht kommen. Und dass wir uns eben jetzt schon vorbereiten sollen auf einen großen Umbruch. Kann sein, dass es ein bisschen mit Schwankung oder so einhergeht, vor und zurück, Chaos und Aufregung. Aber das Endergebnis wird prima sein. Und beim Endergebnis sind wir hier beim Erfolg. Hier geht es natürlich auch um die Wertschätzung dessen, was wir schon erreicht haben, von Phase zu Phase im Leben. Es geht um das Anvisieren des bisher Erreichten, damit sich das alles auch vergrößert. Und es geht auch ein bisschen darum, dass wir uns nicht klein machen, sondern eben so handeln, als wären wir erfolgreich. Dass wir die Feste feiern, wie sie kommen. Wenn wir mal kurz umfallen, dann wieder aufstehen, nicht liegen bleiben, nicht ewig darin verharren und rummachen, sondern einfach weitergehen, weitermachen. Können wir mit Erfolg, Vitalität, Erneuerung rechnen, mit einer Erjüngung irgendwo auch. Und es geht aber auch darum, dass wir zwar zur Tat schreiten, aber ohne diesen Kampfstab in der Hand zu halten, sondern in diesem Wissen, dass das Leben uns trägt, also in der Verspieltheit, in der Leichtigkeit. Und das war die Botschaft für heute. Also es ist sehr spannend.
Ich empfinde das persönlich auch ganz genauso im Moment. Irgendwas bahnt sich Größeres an. Ich kann es nicht richtig greifen. Es macht mir manchmal Magenkrummeln, aber es ist genau die falsche Einstellung, hier einen Konflikt zu nähren, den man gar nicht nähren müsste. Hier wird ausgekehrt, ne? Hier wird bereinigt sozusagen. Vielleicht hat man auch einen Konflikt mit dem Thema Übergang, weil es für viele eben befremdlich ist, dass man in eine Phase vielleicht geht, wo man nicht genau weiß, was auf einen zukommt, wo man sich selbst im Weg steht, wo man immer wieder an Hindernisse und Grenzen auch kommt. Und hier kommt der Weg, ne? Also lass dich von Hindernissen oder von Kleinigkeiten nicht umwerfen. Steh für dich ein, kämpfe für deine Dinge in einer Haltung, in der du dich hingibst, dem großen Ganzen, dem Schicksal, dem, was wir auch nicht ändern können. Denn hier sind die Veränderungen auf dem Weg, die auch das ganze Umfeld mit betreffen, die neue Möglichkeiten und so mitbringen schon an sich. Neue Wege, die gegangen werden können. Veränderungen, die auch wieder ein gutes Fundament dann erschaffen. Also das ist eine tolle, tolle Legung. Ich hoffe auf Resonanz für alle. Denn hier geht man auch in eine Energie, die lässt vieles wieder gut machen. Die versöhnt. Ja? Ihr Lieben, einen wunderbaren Tag heute. Ich drücke euch bis morgen.